Die Glocken vom Kiehow-Turm. In dem Turm der Kirchlichen Hochschule Wuppertal hängen und läuten 3 Glocken. Sie tragen Namen von 3 Theologen der Bekennenden Kirche: Paul Humburg, Karl Immer und Paul Schneider. Diese 3 Namen erinnern daran, dass die Kirchliche Hochschule in der Zeit der Bekennenden Kirche gegründet wurde, im Untergrund, gegen die Gleichschaltung der Theologie im Nationalsozialismus. Nach dem Krieg wurde die Hochschule in diesem Geist wiedereröffnet. Zusätzlich zu den Namen tragen die Glocken jeweils eine auf die Person bezogene Inschrift. So steht bei Paul Humburg: Teneo quia teneor, ich halte aus, weil ich gehalten werde. Bei Karl Immer: Jesus und sein Wort, meines Herzens Hort. Und bei Paul Schneider: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wir wollen an sie denken und uns im Bekenntnis zu Jesus Christus durch sie stärken lassen. Paul Humburg. Teneo quia teneor. Ich halte durch, weil ich gehalten werde. Ein prägender Spruch für den Anhänger der Bekennenden Kirche Paul Humburg. Geboren 1878 in Mülheim am Rhein, war der reformierte Theologe ab 1909 bis 1943 mit Unterbrechungen in Wuppertal beheimatet. Als Pfarrer in der Gemeinde Gemarke von 1929 bis 1942 prägte er die Bekennende Kirche mit. Nach massiven Eingriffen des Staates in die Belange der evangelischen Kirche änderte Humburg 1933 seine Haltung zu dem NS-Regime und war von 1934 bis 1936 einer der 5 Mitglieder der ersten vorläufigen Kirchenleitung des Leitungsgremiums der Bekennenden Kirche. Ab 1934 bis 1942 war er Präses der Bekenntnissynode der Kirchenprovinz Rheinland. Aufgrund seiner Haltung, die er in Predigten manifestierte, geriet er in das Radar des NS-Regimes. Zahlreiche Hausdurchsuchungen, Verhöre und Verhaftungen waren die Folge. 1945 verstarb Humburg wenige Monate nach Ende des Krieges in Detmold, wo er seine letzten Lebensjahre mit schwerer Krankheit verbracht hatte. Diesen Weg durfte ich nicht gehen, da ich Sonntag für Sonntag den Gott verkündige, ohne dessen Willen kein Haar von meinem Haupte fallen kann und der allein zu fürchten ist. Karl Immer, geboren 1888 in Ostfriesland. Seine Wege führten ihn, einen Pastorensohn, zum Studium nach Basel, Halle, Tübingen und Marburg und zum Vikariat und seiner ersten Pfarrstelle zurück nach Ostfriesland. Anschließend ging er als Direktor zum Neukirchener Erziehungsverein und wurde 1927 Pastor in Barmen-Gemarke. Im Ersten Weltkrieg nahm er als Feldprediger teil, merkte aber mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten sehr schnell, klar und entschieden, dass er diesen Weg, auf dem sich Deutschland befindet, nicht mitgehen kann und nicht mitgehen darf. Karl Immer gründete 1933 den Coetus Reformierter Prediger, einen Vorläufer der Bekennenden Kirche. Als Pastor der Gemarker Kirche war er Mitinitiator und Gastgeber der Bekenntnissynode von Barmen. Karl Immer wurde Wortführer und Publizist der Bekennenden Kirche und ermutigte in seinen Coetusbriefen Christen in ganz Deutschland, an Gott allein und ihrem Glaubensbekenntnis festzuhalten. 1937 wurde er verhaftet und erlitt in Haft und danach mehrere Schlaganfälle, woran er im Juni 1944 verstarb. Karl Barth sagte über ihn:
Immer ist im Kirchenkampf einer von denen gewesen, die standen, stehen und stehen werden. Karl Immer. Jesus und sein Wort, meines Herzens Hort. Wir hören die Glocke, die seinen Namen und diese Inschrift trägt. Paul Schneider. Paul Schneider wurde im August 1897 in Hunsrück geboren. Nachdem er auf dem Land aufgewachsen war, war nach dem Abitur Schluss mit der Idylle. Er meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde im Ersten Weltkrieg verwundet, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, überlebte die Schlacht von Verdun. Anschließend trat er in die Fußstapfen seines Vaters und studierte Theologie in Gießen, Marburg und Tübingen. Nach einigen Umwegen, Arbeit am Hochofen, Arbeit bei der Berliner Stadtmission, wurde er 1922 ordiniert. 1933 stand er zum ersten Mal gegen die NSDAP auf. Er will nicht, dass anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Reichstages die Glocken in seiner Gemeinde geläutet werden. Doch er wird von seinem Presbyterium überstimmt. Er schließt sich dem Pfarrernotbund an und darf schließlich nicht in seiner Gemeinde bleiben. Doch eine andere Gemeinde, mit der er sich sogleich der bekennenden Kirche anschließt, nimmt ihn auf. Doch auch wenn viele ihm den Rücken stärken, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Nach mehreren Verhaftungen landet er schließlich in dem KZ, in dem er den Namen Prediger von Buchenwald bekam. Gefoltert, doch ungebeugt wurde er dort am 18. Juli 1939 ermordet. Unter großer Anteilnahme, so große Anteilnahme, dass der Gestapo eine Überwachung unmöglich war, wurde Paul Schneider in Dickenschied bestattet. Seine Glocke trägt die Inschrift: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Die Glocken läuten nicht nur einen Ton. Sie verkünden eine Botschaft. Angehörige der Hochschule auf dem Berg hören die Glocken fast täglich. Sie rufen jeden Morgen zur Andacht. Und sie rufen uns Stärkung im Bekenntnis ins Gedächtnis. Und darin helfe und stärke uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Klang dieser Glocken gebe er uns Kraft und Mut auf unserem ganz eigenen Weg. Auf unserem eigenen Weg des Glaubens an ihn und des Bekennens seiner unendlichen Liebe.